Hallo, willkommen zum neuen Video über ovale Kettenblätter. Ja, viele haben sich gewünscht, einmal, dass wir dieses Thema mal ansprechen, weil es ja doch mittlerweile ja immer mehr Aufmerksamkeit erregt und immer mehr Leute darüber nachdenken, sich ein ovales Kettenblatt zu kaufen und sich aber natürlich mit der Frage beschäftigen, macht das denn überhaupt Sinn für mich? Bringt das denn etwas? Hat das Vorteile? Hat das Nachteile? Genau das wollen wir jetzt in diesem Video klären und ja, ihr seht jetzt kurz das Intro und dann geht's los. Okay. Ja, wir haben uns für das Video eine kleine Gliederung überlegt, damit man so einen kleinen Fahrplan hat. Das wird auch unten im Video dann so schön unterteilt in Abschnitte. Und Patrick schießt mal mit Part 1 los. Ja, genau, also der erste Part ist, warum überhaupt oval? Und warum bleibt man nicht beim runden Kettenblatt? Der Vorteil von ovalen Kettenblatt ist, dass die Kraftübertragung des Fahrers auf den Antrieb effektiver ist. Also wie kann man das beschreiben? Das Kettenblatt greift einfach mehr in die Kette über und es wird mit einer Kurbelumdrehung mehr Energie in den Antrieb übertragen. Und was man auch sieht, wir blenden da nochmal ein Video ein, man hat halt nicht diesen Nullpunkt. Immer wenn man der Pedale am untersten Punkt ist sozusagen, Genau. hat man immer bei einem runden Kettenblatt so einen Nullpunkt, wo keine Kraftübertragung wirklich da steht. Ich habe nicht Physik studiert, deswegen kann ich euch das nicht so genau erklären. Genau, aber ihr habt dort quasi nicht diesen Nullpunkt und beim ovalen Kettenblatt gibt es diesen Nullpunkt nicht, wie bei einem runden Kettenblatt. Und deswegen ist das halt so ein großer Vorteil, denn ein ovales Kettenblatt zu fahren. Genau, ihr kommt einfach noch etwas effektiver den Berg hoch. Ja, mal ganz kurz zusammengefasst. Genau. Zweiter Punkt beschäftigt sich, wie baut man denn so ein Kettenblatt an? Gibt es da jetzt einen Unterschied zu einem runden Kettenblatt? Da kann ich euch beruhigen, alle, die da vor dieser Entscheidung stehen. Es ist so simpel wie einfach. Ihr schraubt euer altes Kettenblatt ab, schraubt das neue Kettenblatt genauso wieder dran und seid im Prinzip schon fertig. Worauf ihr eigentlich nur achten müsst, wenn ihr euch so ein Kettenblatt kauft, darauf, dass ihr auch das Richtige kauft, also für den Hersteller der Kurbel, den ihr habt, für SRAM, für Shimano, für was auch immer da es noch alles gibt. Gibt es viel zu viele, das wisst ihr besser als wir, was ihr denn fahrt. Und genau, das ist eigentlich so das Einzige, worauf ihr achten müsst. Dann könnt ihr es eigentlich ganz entspannt dran schrauben, Kurbel wieder dran und dann ist das ganze Thema auch schon erledigt. Ihr könnt loslegen. Was noch ein Problem sein könnte, je nachdem welche Größe ihr dort wählt, von der Zahnanzahl sozusagen, müsst ihr schauen, ob ihr die Kette nochmal kürzen müsst oder vielleicht sogar verlängern. Je nachdem, da müsst ihr nochmal schauen, einfach meinen höchsten und niedrigen Gang schalten, gucken, ob das passt oder halt einen Profi mal drüber gucken lassen. Und wenn ihr gerade aktuell in eurem Bike ein Kettenblatt mit der Zähneanzahl von 32 Zähnen fahrt in rund, könnt ihr ganz easy auf ein ovales Kettenblatt mit 32 Zähnen wechseln. Da müsst ihr im seltensten Fall die Kette eigentlich verlängern. Das passt zu Oder kürzen. Zu 99%. Also der Aufwand ist echt gering. Bei uns hat es zumindest immer so gepasst, wenn wir wirklich komplett die gleiche Zahnanzahl gefahren sind, hat das sofort hingehauen. Wir konnten einfach direkt wieder auf den Trail, dann dauert die Montage keine 10 Minuten und ihr seid sofort wieder ready oder euer Bike ist ready. Und da kann es auch schon wieder losgehen. Und ja, im nächsten Punkt kommen wir schon darauf zu sprechen, wie fühlt sich das Ganze denn an? Hier nochmal vorab gesagt, wir sind bis jetzt nur die Kettenblätter von Absolute Black gefahren. Finde ich auch, ich glaube, so mit die bekanntesten, die man aktuell so findet oder die das als erstes so nicht als erstes, aber so in großen Mengen so produziert haben. Jetzt mein Wissensstand. Wir haben auch von Absolute Black Kettenblätter zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Video, um das Ganze einfach zu testen. Aber wir müssen dazu sagen, uns wurden keine Worte in den Mund gelegt. Wir können hier frei reden, unsere Meinung, was wir denn über diese Kettenblätter denken. Und vor allem, bevor wir diese Kettenblätter zugeschickt bekommen haben, sind wir alle schon Absolute Black Kettenblätter gefahren, haben uns die selbst für den vollen Preis gekauft. Genau. Deswegen können wir uns dort schon gut eine Meinung bilden oder gebildet haben in den letzten Jahren. Also ich fahre ovale Kettenblätter schon seit 1,5 Jahren oder sowas. Irgendwie so 1,5 oder 2 Jahren. Und habe schon viel Erfahrung damit gesammelt. Und genau, wir können deshalb wirklich schon aus Erfahrung sprechen. Aber jetzt, wie fühlt sich das Ganze denn an? Ja, also ich habe als letztes zum ovalen Kettenblatt gewechselt, habe es am neuen Fahrrad angebaut, bin losgefahren und die ersten 3 Umdrehungen auf der Kurbel, die haben sich wirklich eigenartig unrund angefühlt. Aber das hat sich sofort gegeben und es fühlt sich sehr angenehm an, also direkter und am Berg halt auch effizienter. Also ich merke jetzt
den Unterschied nicht. Erst wenn ich wieder auf mein anderes Hardtail umsteige, wo noch kein ovales Kettenblatt drauf ist, da merke ich dann wieder das runde Kettenblatt. Das fühlt sich dann unrund an, komischerweise. Aber Ja. man Das ist halt gewöhnt sich wirklich, schnell. am Anfang fühlt sich erstmal für ein paar Sekunden erstmal etwas gewöhnungsbedürftig oder eigenartig, wie Patrick Ja. gesagt hat, an. Aber sobald ihr mal 3 Sekunden gefahren seid, vergesst ihr das Ganze, merkt das überhaupt nicht mehr und es fühlt sich einfach so viel schöner an, weil die Kraftübertragung einfach besser ist und nicht nur vom Anfühlen, ihr kommt halt auch einfach viel effektiver den Berg hoch. Wo ich das ganz stark gemerkt habe, bei Anstiegen, die jetzt länger nach oben gehen, nicht nur so für 3, 4, 5 Sekunden oder eine Minute, sondern wenn ihr wirklich mal 15, 20, 30 Minuten irgendwo einen Berg hoch pedaliert und dort wirklich eine dauerhafte Belastung habt, diese Kraftübertragung, ihr braucht weniger Kraft und es fühlt sich einfach viel, viel angenehmer an, weil ihr halt einfach nicht diesen Nullpunkt immer unten habt. Also das ist ein bisschen übertrieben, aber halt wirklich tretet ihr, dann habt ihr unten gefühlt Stillstand und dann müsst ihr wieder nach oben ziehen. Mit Klickpedalen ist das nochmal ein bisschen was anderes. Wir fahren aber alle Flat Pedals, deswegen können wir auf diesen Punkt nicht wirklich eingehen. Ja, und dementsprechend habe ich wirklich so bei langen Anstiegen immer gemerkt, es fühlt sich für mich viel, viel schöner an und es fährt sich angenehmer. Und deswegen möchte ich auch das Ganze nicht mal missen, selbst wenn ich es mir komplett selbst kaufen muss. Das Geld ist es definitiv wert. Also wer mit dem Gedanken spielt und sowieso ja, auf ein größeres oder ein kleineres wechseln will, weil das alte nicht passt, kauft euch definitiv ein ovales Kettenblatt, probiert es einfach aus. Wenn ihr jetzt ein neues Bike bekommt und dort vor der Entscheidung steht, ja, ich will mir jetzt eigentlich will das neue ovale Kettenblatt, aber habe jetzt eigentlich nicht so das passende Geld dafür, ihr könnt auch das runde erstmal, fährt genauso, es ging ja auch die letzten Jahre mit einem runden Kettenblatt. Aber wenn ihr irgendwann vor der Entscheidung steht und sagt, okay, ich muss es eh tauschen oder es muss sowieso gewechselt werden, kauft euch mal ein ovales, probiert es aus. Ihr werdet es nicht bereuen, definitiv Nein. nicht. Und ja, wie Patrick vorhin schon angesprochen hat, der Wechsel wieder, wie fühlt sich denn der Wechsel an zu wieder einem runden Kettenblatt? Also viele haben ja zum Beispiel mehrere Fahrräder, wo vielleicht nur bei einem ein ovales Kettenblatt angebaut ist, wie bei Patrick. Oder man fährt mal wieder mit einem anderen Fahrrad von einem Kumpel oder sowas und es fühlt sich halt wirklich unrund an. Es klingt blöd, aber es ist so. Es ist wirklich so. Ihr steigt auf das Fahrrad und denkt, irgendwie fühlt sich das komisch an, weil es halt einfach wieder ungewohnt ist, diesen Nullpunkt da unten zu haben, wo halt nicht wirklich eine Kraftübertragung stattfindet. Genau. Das ist nur so meine Sicht. Ist meine auch, aber auch da dauert es nicht lang, da wieder reinzukommen. Also ihr braucht keine Panik haben, dass ihr jetzt alle Fahrräder, die ihr vielleicht habt, umrüsten müsst, um Gottes Willen. Nein, der Gewöhnungseffekt geht echt schnell. Also ein paar Umdrehungen, dann ist das wieder gut. Aber ihr merkt trotzdem, wenn ihr einmal wirklich ein ovales Kettenblatt gefahren seid, ihr werdet es schon vermissen, wenn ihr wieder zurückgeht. Das definitiv. Also darüber müsst ihr euch im Klaren sein, wenn ihr dann einmal ovales Kettenblatt gefahren seid, ihr wollt auch auf dem nächsten Fahrrad fahren. Genau. Kann ich euch versprechen, also zumindest sind so unsere Ich Erfahrungen. rüste es auch noch nach. Also, Patrick, Christian, Ja. Konsti, ich, Genau. Timo, eigentlich unsere ganze Gruppe fährt mittlerweile mit ovalen Kettenblättern, weil es ist einfach geil. Es fühlt sich viel schöner an. Geil, ja. Und ja, viel mehr gibt es dann eigentlich schon fast gar nicht zu diesem Thema zu sagen. Was es noch gibt, oder was in den meisten Fällen passieren könnte, dass eure Kettenführung für ein rundes Kettenblatt nicht mehr auf das ovale, also nicht hundertprozentig passt. Wenn ihr eine verstellbare Kettenführung habt, dann geht das, dann könnt ihr es einfach ein Stück weiter nach oben stellen, weil logischerweise, wenn das Ganze oval ist, hat es halt an einem Punkt ist es ein bisschen weniger in der Kettenführung drin, in der anderen wieder ein bisschen höher. Dort müsst ihr quasi, wenn ihr eine Variable habt, einfach ein bisschen höher stellen, dann funktioniert das auch, aber ist nicht perfekt dafür ausgelegt. Also gibt es aber auch von Absolute Black eine Kettenführung perfekt für die ovalen Kettenblätter. Extra für die Größen kann man dann quasi auch einstellen, einfach von 30 bis 36, irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe die Zahlen gerade nicht hundertprozentig im Kopf. Aber ja, darüber muss man sich noch Gedanken machen, wenn man eine Kettenführung fährt. Aber ich bin auch das ovale Kettenblatt oder alle ovale Kettenblätter bisher schon. Ich fahre es auch aktuell immer noch komplett ohne Kettenführung. Also es geht auch so. Mir ist, glaube ich, in 1,5 Jahren einmal die Ketten runtergesprungen. Aber da bin ich auch so über Wurzeln gepfeffert, da irgendwann passiert es halt auch einfach mal. Aber mittlerweile mit den Kettenblätter-Standard mit Narrow Ride passiert nichts mehr. Also wer auf Nummer sicher gehen will und sehr, sehr viel im Bikepark fährt, sollte sich eine Kettenführung dran bauen. Aber ansonsten könnt ihr die ovalen Kettenblätter komplett ohne Risiko, auch ohne Kettenführung fahren. Und ja, dass da die Kette runterfliegt, ist so unwahrscheinlich. Und ja, Probiert's aus. genau, probiert's aus. Schreibt uns euer Feedback, ob ihr denn schon ein ovales Kettenblatt fahrt, wie es sich für euch anfühlt, fühlt es sich besser an, fühlt es sich schlechter an oder ob ihr es nach dem Video einfach mal ausprobieren möchtet. Und ja, lasst uns wissen, eure
ja, Testergebnisse sozusagen und vielleicht konnte man den einen oder anderen hier ein bisschen überzeugen, Genau. ja, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Und wer jetzt bis zum Ende geschaut hat, hat Glück gehabt. Wir haben noch von Absolute Black so kleine Badges, Metall-Badges, ja, zugeschickt bekommen, die wir an euch gern verlosen würden. Wir verlosen insgesamt 2 Stück. Ja, unter allen Kommentaren verlosen wir die. Also kommentiert fleißig, dann nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Das läuft ab heute oder ab dem Video-Upload sozusagen 14 Tage das ganze Gewinnspiel. Also schreibt einfach irgendwas in die Kommentare, dann nehmt ihr automatisch teil und das wird dann einfach ja, mit dem Zufallsgenerator ausgelost und mal schauen, wer der Glückliche ist. Kann man irgendwo cool ans Bike dran klatschen oder auch an den Helm oder wo auch immer. Sieht fast überall cool aus, klebt auch ordentlich. Und ja, damit war es das eigentlich. Genau. Wer bisher geguckt hat, vielen Dank für die ganze Aufmerksamkeit. Es war jetzt vielleicht doch ein bisschen länger als geplant, aber ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Es muss das Passende sein. Es gibt es halt für SRAM und für Shimano. Sven. Ich gehe, sorry Leute. Sven. Sven. Ja, also, wenn ihr wenn ihr vorher einen 32er rund gefahren seid. Nee. Wenn ihr aktuell. Ja. Also passt auf. Ihr habt an eurem Bike einen 32er. Warte mal kurz. Okay, Kann ich? ja. Also wenn. Heute ist schwer. Wir machen ein Outtake-Video.